Die Wüste lebt. Der bekannte Film macht diesen scheinbaren Widerspruch sehr anschaulich. Durch Trockenheit und Wärme entsteht Wüste. Aber selbst in der Wüste ist Leben möglich. Und das hier kennen Sie bestimmt auch. Das Herz der Frankfurter grünen Soße. 7 verschiedene Kräuter. Auf eine dieser Zutaten, ihre Bedürfnisse und was das mit Leben und Wüste zu tun hat, schauen wir heute Morgen genauer. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ja, schön, dass Sie dabei sind und mit uns und den Christen in dieser Stadt, in unserem Land und weltweit Gottesdienst feiern. Wir sind Martin und Antje Rothwall und wir werden Sie durch den Livestream der FEG Hanau begleiten. Pastor Wolfgang Striemel wird predigen und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Feiern ist auch das Stichwort. Alle Mütter begehen heute einen besonderen Tag und werden vielleicht auch ein bisschen gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Heute ist Muttertag. Die Gottesdienste werden auf absehbare Zeit nur als Livestream stattfinden können. Informationen zum Gemeindeleben erhält man über die neu gestaltete Homepage. Das Team möchte Ihnen diese mittels eines Clips kurz vorstellen. Und was sich noch im Gemeindehaus getan hat, sehen Sie jetzt.
Zurück zum Thema Wüste und grüne Soße. Was gehört denn nun eigentlich in die Frankfurter grüne Soße? Wir haben hier Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer sowie Schnittlauch. Und was braucht man, um Pflanzen wie diese zum Keimen und Wachsen zu bringen? Sicherlich kennen Sie dieses einfache Experiment, für das man auch keinen sonderlich grünen Daumen braucht. Man benötigt lediglich Kressesamen, einen geeigneten Untergrund und etwas Wasser. Alles schön feucht halten nach dem Einsehen und nach wenigen Tagen sieht man den Erfolg. Das, was wir hier an der Kresse sehen, ist auch ein Bild für das, was Jesaja uns im 41. Kapitel in den Versen 17 bis 20 beschreibt. Überschrieben ist der Text mit: Gott führt sein Volk durch die Wüste. Gott sagt: Wenn mein Volk in Not gerät, wenn sie am Verdursten sind und vergeblich nach Wasser suchen, dann werde ich, der Herr, ihr Rufen hören. Ich bin ihr Gott, ich lasse sie nicht im Stich. Auf den steinigen Höhen lasse ich Wasser hervorbrechen und im Wüstensand Quellen entspringen. In der Steppe sollen sich Teiche bilden, aus dem ausgedörrten Boden soll Wasser hervorsprudeln. Mitten in der Wüste lasse ich schattenspendende Bäume aufwachsen. Zedern, Akazien, Myrten und Kiefern, Wacholder, Fichten und Zypressen. Wenn sie das sehen, werden sie begreifen, dass ich, der Herr, eingegriffen habe. Und sie werden erkennen, der heilige Gott Israels hat dies vollbracht. Er hat es alles geschaffen. Wir beten. Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, an dem wir Gottesdienst feiern und den Alltag ein Stück weit hinter uns lassen können. Wir sind durch dich miteinander verbunden, selbst wenn wir nicht in den Gemeinden zusammenkommen können, wie wir es sonst gewohnt sind. Du bist bei jedem Einzelnen in dieser ungewöhnlichen Zeit und kennst die Sorgen und Nöte. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht, besonders für die Erkrankten. Dankbar sind wir für die kleineren und größeren Lichtblicke in unserem veränderten Alltag, die wir trotz der Schwierigkeiten erleben dürfen. Wir bitten dich für diesen Gottesdienst, dass du unsere Ohren und Herzen öffnest für dein Wort. Schenke uns deine Verbundenheit. Amen.
stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Wüste. Ein Begriff, der uns Mitteleuropäern lange Zeit recht fern lag. Doch durch die letzten anhaltend trockenen Sommer und die Vorhersagen der Klimaexperten müssen wir uns mit zunehmender Verwüstung Europas beschäftigen. Wüste gibt sich als Feind des Lebens. Da geht es immer um Leben oder Tod. Wüste heißt, es gibt Opfer zu beklagen. Zu viel Hitze, zu viel Kälte, zu viel Sturm. Doch Wüste ist nicht gleich Wüste. Da gibt es Sandwüsten, Staubwüsten, Felswüsten, Geröllwüsten, aber auch Kälte- und Eiswüsten. So wie es auch im Leben unterschiedliche Arten von Wüsten gibt. Für mich ähnelt unsere Zeit, die wir weltweit durchmachen müssen, einer Wüstenwanderung. Wir sind auf einem Marsch durch unbekanntes Terrain, oft als lebensfeindlich, bedrohlich und zumindest anstrengend empfunden. Dieser Weg hatte einen konkreten Anfang, aber wir wissen noch nicht, wo und wie wir ankommen werden. Wir können uns verlaufen, können Trugbildern hinterherlaufen, erleben Zeiten der Einsamkeit und Trostlosigkeit, müssen uns mit Krankheit und Tod als alltägliche Bedrohung beschäftigen und müssen auch zum Überleben klaren Anweisungen der Experten folgen, wenn sie denn hoffentlich klar sind. Und dann freuen wir uns zwischendurch über jede Oase, an der wir Rast machen können, die uns Hoffnung macht auf eine neue Zeit danach. Doch wir müssen uns alle in Geduld üben, müssen alle den Weg weiter nach vorne gehen, denn Corona betrifft alle. 7,7 Milliarden Menschen befinden sich zurzeit auf dieser Wüstenwanderung. Und gleichzeitig warten 7,7 Milliarden Menschen sehnlichst auf einen Impfstoff. Der Impfstoff steht in dieser Wüstenzeit für die Erlösung von Angst, Leid und Tod. Nun gab es ja schon immer einzelne Menschen, aber auch ganze Völker, die auf solchen Wüstenwegen unterwegs waren. Auf zu neuen Ufern, in eine neue Zeit. Da denke ich an die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel. Es war ja so, dass die erste Generation, die aufgebrochen war, nicht
im verheißenen Land hinter der Wüste ankam, abgesehen von Kaleb und Josua mit ihren Familien. Für sie, für die meisten dieser Menschen, wurde die Wüste dann wirklich zu einem lebensbedrohlichen Ort, in dem sie dann starben. Ich denke aber auch an König David, der uns in seinen Psalmliedern genau solche Wüstenerfahrungen hinterlassen hat. Ich lese aus Psalm 63 die Verse 1 bis 9. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. David ist auf der Flucht vor König Saul, der ihn umbringen will. Er gilt als Staatsfeind Nummer 1. Er hat sich mit einigen anderen Ausgestoßenen, die damals als Terroristen, zumindest als Kriminelle galten, in die Wüste zurückgezogen. In Höhlen, in denen es noch nicht einmal Wasser gibt. Neben den körperlichen Bedürfnissen nach Nahrung und Wasser sehnt er sich auch nach Ruhe, nach einer Aussicht, nach einem Ende dieser Extremsituation. Und dann ist David ja auch lange Zeit getrennt von seinen Freunden, von seiner Familie. Bestimmt sehnt er sich auch nach Zärtlichkeit. Zärtlichkeit von seiner Frau Michael. Ja, auch nach Gemeinschaft, nach Austausch. Und er sehnt sich nach Gottes Nähe. Und diese Nähe Gottes konnte er bis dahin in den Gottesdiensten in Jerusalem erfahren. Doch das Heiligtum, von dem David spricht, in dem man Gottes Gegenwart erleben konnte, das liegt sehr weit weg. Und es erscheint zur Zeit völlig utopisch, dorthin überhaupt zurückzukehren. Wer weiß, ob er überhaupt noch mal dort ankommt. In dieser Situation befindet er sich. In einer äußeren, aber auch in einer inneren Wüstensituation, auf einer Durststrecke in seinem Leben. Getrennt von Gott. So allein und so verlassen erlebt er sich in dieser Zeit. Seine Seele ist ausgetrocknet. Wie vertrocknetes Land auf den erlösenden Regenguss wartet, so wartet sein Inneres auf Gottes Zuwendung, auf eine Begegnung mit dem Ewigen, die ihm wieder Geborgenheit, die ihm Sicherheit, die ihm inneren Frieden schenkt. Ich suche dich, Gott. Warum antwortest du nicht? Warum lässt du mein Leben in dieser Wüste vergehen? Lässt du mich wirklich hier und so sterben? Ich kenne dich doch, Gott. Ich weiß auch deshalb, was dir möglich ist. Es gibt ja auch Menschen, die suchen die Wüste regelrecht. Das sind aber mehr Abenteurer. Oder auch Menschen, die in Begleitung von Einheimischen eine Auszeit für Selbsterfahrung machen wollen. Sie konfrontieren sich ganz bewusst mit dieser unendlichen Weite und Stille, um sich selbst zu finden, um Wesentliches zu erfahren.
Doch die meisten von uns würden doch eher die Wüste meiden, oder? Wüste erscheint als absolut lebensfeindlicher Ort. Und die Wüstenwege, die wollen wir ja auch nicht freiwillig gehen. Ohne Wasser kein Leben. Und ohne Experten, die sich in der Wüste auskennen, keine Chance zum Überleben. Auch wir müssen ja, wie damals David, zurzeit Wege beschreiten, die uns sehr fremd vorkommen. Wir müssen uns mit äußerlichen Befindlichkeiten und Begebenheiten abfinden, uns sozusagen in unsere privaten Höhlen zurückziehen. Wir vermissen Kontakte zu unseren Liebsten. Und wir beginnen nach den vielen Wochen der Einschränkungen und des Verzichts langsam zu begreifen, dass es einen Weg zurück so nicht mehr geben wird. Dass eine Strecke vor uns liegt, auf der manchem vielleicht die Puste ausgehen wird und auch die Zunge am Gaumen klebt, weil kaum Oasen zu sehen sind. Wie könnten denn diese Oasen heißen, an denen wir uns von Zeit zu Zeit erholen und erfrischen können, an denen wir ausruhen, ja und dann auch gestärkt mit neuer Kraft, neuem Mut und neuen Perspektiven weitergehen können? Oasen könnten zum Beispiel unsere Gottesdienste sein, unsere Hauskreise. Oasen könnten auch unsere Familienfeste sein, Urlaub und Ausflüge, Reisen und Events. Alles Oasen, die unseren Alltag durchbrechen und die dann neue Energie und auch Lust zum Weitergehen geben könnten. Aber die Wüste unseres Alltags in dieser Corona-Epidemie, die sieht ja anders aus. Da empfinden wir oft eine schmerzhafte Trennung von lieben Menschen, gerade den Eltern, die ältere Generation, die ja besonders gefährdet ist, aber auch unseren Kollegen in Studium und Beruf, unseren Freunden, unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Videokonferenzen sind gut, aber doch so kein Ersatz für persönliche Begegnung. Und dann sehnen wir uns nach geistlicher Erfrischung. Nach einer vielleicht neuen Begegnung mit unserem Vater im Himmel. Und nicht nur um uns herum ist alles stiller geworden. Kann es sein, dass auch dann in uns Wüste herrscht? Wüste, das ist dann der Fall, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Gebete Gott nicht erreichen. Wenn uns Gottes Wort nicht mehr so anspricht wie sonst, wenn wir vor der aufgeschlagenen Bibel sitzen und wir lesen nur Buchstaben, Worte, Sätze, aber Gottes Stimme hören wir nicht mehr in ihnen. Und das trotz Zwangsentschleunigung. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Und David betet weiter. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Und das finde ich hier das Großartige. David begegnet Gott mitten in seiner Extremsituation. Und seine innere Wüste wird verwandelt. So wie ein kleines Pflänzchen wächst neue Hoffnung zu Gott hin. Und damit wächst auch neues Vertrauen in das letztlich doch liebevolle Handeln Gottes. Und dieses in der Tiefe gereifte Gottvertrauen, dieses neue Gottvertrauen führt David ja auch zu einer intensiveren, zu einer erneuerten Gottesbeziehung. Was war der Auslöser? Er suchte die Nähe Gottes. Er hielt nach ihm Ausschau mitten in der Krise.
Er besann sich auf seinen Glauben in guten Zeiten und da knüpfte er genau an. Und auf der Grundlage seiner gesammelten Lebenserfahrungen bekennt er und erkennt, Gott meint es letztlich doch gut mit mir. Und so kann er sich wieder voller Vertrauen öffnen für die Wege Gottes und da ist er auch bereit, wieder neu bereit, diese Wege mit ihm zu gehen, egal was kommt. Er ist bereit, Gott sein gegenwärtiges Leben und seine Zukunft anzuvertrauen, sich ihm ganz überlassen und auch loszulassen, was ihn zurückhält, Gott im tiefsten zu vertrauen. Er ist bereit, Gott neu, Gott anders zu erfahren und sein Leben auch neu in das Licht Gottes zu stellen. Und er erkennt, ich habe gar nichts in der Hand. Ich muss abgeben, ich muss loslassen, ich muss mich Gott ganz und völlig überlassen. Meine Existenz, meine Gesundheit, meinen Besitz, meine Beziehungen, ja, der Sinn meines Lebens. Gott soll von nun an das alles ausfüllen. Und selbst seine ganz menschlichen Zweifel und seine offenen Warum-Fragen, die sicher immer wieder mal auch in der Zukunft anklopfen, die sollen dort ihren Platz bei Gott haben und dort zur Ruhe kommen. Und sein Gebet, denn deine Güte, Gott, ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben, das ist im Grunde eine neue Hingabe an Gott. So will ich. Er will sich später bewusst in guten und schweren Tagen seines Lebens erinnern an diese fundamentalen Erlebnisse mit Gott in der judäischen Wüste. Diese Wüstenzeit, diese Wüstenerfahrungen, die sollen nicht umsonst gewesen sein. Nein, sie können in Dankbarkeit verwandelt werden und damit Früchte tragen. So wächst etwas, ein kleines Pflänzchen, so wie die Kresse in ein paar Tagen. Aber diese Erfahrungen, die sollen auch sein zukünftiges Handeln und Denken prägen. Und das finde ich auch ganz großartig, dass wir selbst heute in unseren Wüstenerfahrungen, in unserer Krise immer noch von diesen Wüstenerfahrungen Davids profitieren können. Sie bauen uns auf. Sie vermitteln uns Hoffnung. Sie laden uns ein, auch in diesen Zeiten Gott unser ganzes Vertrauen zu schenken. Gott ist vertrauenswürdig. Selbst wenn viele Menschen um uns herum diesen Gott im Moment nicht als einen Gott der Liebe sehen können. Ja, ich muss gestehen, mir fällt es manchmal auch nicht leicht. Mir kommt es auch nicht leicht über die Lippen, wenn Menschen mit Gott hadern, wenn sie an seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit zweifeln. Mir fällt es dann auch nicht leicht, auf ihre Fragen zu reagieren und ihnen von diesem liebevollen Gott trotzdem zu erzählen. Doch, wohin sonst sollten wir sonst gehen? Wem können wir sonst rund um die Uhr in den Ohren liegen mit unseren Anliegen? Wem dürfen wir, ohne einen Nachteil oder einen Gesichtsverlust befürchten zu müssen, sonst unsere geheimsten, innersten Gedanken und Gefühle anvertrauen, abladen und entlastet weitergehen? In diesen Tagen werden wir im Fernsehen durch viele Dokumentationen und Erfahrungsberichte der Überlebenden an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 erinnert, also vor 75 Jahren. Pfarrer Martin Niemöller war als Bote der bekennenden Kirche in der Zeit des Hitlerregimes heimlich nach Basel gekommen, um einen Kreis von Theologen
über den Kampf von Christen gegen den Nationalsozialismus zu informieren. Der französische Theologe Georges Casalis war von ihm und seinem Engagement, das ja teils im Untergrund stattfand, sehr beeindruckt. Und später hat er Martin Niemöller mit folgenden Worten gedankt: Ich weiß heute noch mit 100%iger Sicherheit, dass in deinen Ausführungen ein Vers wie ein Kehrreim unaufhörlich wiederkehrte. Deine Güte, Gott, ist besser als Leben. Er fiel so tief und kräftig in mich hinein, dass ich bis heute zittere, wenn ich dies lese, schreibe, ausspreche. Dieses Wort gibt und gab mir immer wieder Kraft für meinen Alltag. Es war, als ob ich plötzlich den Sinn nicht nur in der theologischen Existenz, sondern auch den Sinn des Lebens selbst verstanden hätte. Und er fügte hinzu: Ich habe nicht gleich begriffen, dass meine Arbeit, mein Denken und mein Tun sich um diesen Pol herum neu zentrierten. Damals an der Schwelle des KZs und der Hinrichtungsstätte. Hätte ich mein Leben lassen müssen, ich wäre zum ewigen Leben eingegangen durch Gottes Güte. Was löst denn diese grundlegende Erfahrung und Erkenntnis heute Morgen in dir aus? Deine Güte ist besser als Leben. Wenn du die Wüstenerfahrung Davids mit deiner momentanen Wüstenerfahrung vergleichst, wenn dich immer mehr ein Gefühl beschleicht, so wie eine Vorahnung, dass sich dein Leben und dass sich das Leben unserer gesamten Bevölkerung sehr verändern wird, dass die guten Gewohnheiten, dass die selbstverständlichen Annehmlichkeiten vielleicht nie mehr so zu leben sind wie vor der Krise. Und dass dein Leben doch zerbrechlicher ist als gedacht und dass Planungssicherheit und Vorsorge vielleicht auch ganz anders definiert und gestaltet werden müssen. Dazu gehört ja auch das Leben von Beziehungen. Auch die Organisation von Arbeit und Alltag und auch unser Gemeindeleben, das muss wahrscheinlich für längere Zeit, ja, vielleicht sogar überhaupt neu gedacht, neu gestaltet, vielleicht auch flexibler gestaltet werden. So, und alle Lebensbereiche, die uns bis dahin einen Halt gegeben haben, so scheint es, die stehen ja auch zurzeit auf dem Prüfstand zur Disposition. Und das, was so im Punkto Sicherheit in der Balance alles gehalten hat, auch die Defizite, die wir irgendwie bis jetzt kompensieren konnten, vielleicht auch manchmal gut kaschieren konnten, all das scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die meisten von uns befinden sich doch seit Mitte März durch persönliche Betroffenheit so in einer Art Zwischenzustand. Und da spielt ja Unsicherheit, Stress und Überforderung, die die täglichen Entscheidungen von uns abverlangen, eine große Rolle. Und ganz ehrlich, kein Mensch bleibt doch von diesen Auswirkungen unberührt. Steht doch vielleicht nicht nur eventuell unser äußerer Wohlstand auf dem Spiel, sondern unsere bis dahin so gespannten Sicherheitsnetze könnten sowohl privat als auch gesellschaftlich Löcher kriegen. Und vielleicht durch sie hindurchzufallen, durch diese Löcher, das macht doch Angst. Die Grundfrage heute Morgen ist, woher nimmst du die Kraft, die Energie, die Hoffnung, das Vertrauen in die Zukunft? Wer oder was macht dich hoffnungsvoll? Lässt dich nicht resignieren oder schenkt dir auch immer wieder Erfrischung auf den Durststrecken, die überwunden werden müssen? Hilfreich für uns alle wäre doch, wenn wir Antworten finden, die nicht nur mit der Corona-Krise zu tun haben. Angesichts dessen, dass ich meinen Bruder, der an einer
unheilbaren Tumorerkrankung litt, letztes Jahr begleiten durfte und der auch zu seinem Vater im Himmel heimgehen durfte. Angesichts dieser Begleitung kamen mir selbst und auch im Gespräch mit meinem Bruder und mit seiner Familie immer wieder diese Fragen: Was lässt uns denn durchhalten und hoffen? Wo finden wir immer wieder Oasen in unserer Wüstenwanderung? Wo und wie lässt Gott sich neu finden, damit neues Vertrauen in Gottes Güte und Barmherzigkeit wachsen kann, selbst an hoffnungslosen Tagen? Und wer ist da, der mir diese Hoffnung zuspricht? Der selbst durch diese Tiefen gegangen ist und der dann erleben durfte, Gott hat sich nicht zurückgezogen. In allem war er erfahrbar. Auf ganz unterschiedliche Weise, an jedem Tag durch andere Zuwendungen und Zeichen seiner Liebe, aber doch durchgängig treu an meiner Seite. Und da sind wir immer wieder auch zu dem Ergebnis gekommen: Jesus, Gottes Sohn selbst, hat Wüstenerfahrungen gemacht. Da steht vor allem seine 40-tägige Wüstenzeit, sein Fasten in der Wüste, in der er schwer versucht und angegriffen wurde durch den Bösen selbst. Das ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Weshalb hat Jesus diese Wüstenzeit überlebt, durchgestanden? Indem er sich immer wieder auf die Allmacht Gottes beruft. Sein Vater ist da. Sein Vater lässt ihn nicht im Stich. Sein Vater überlässt ihn nicht den Versuchungen des Bösen, den Zweifeln, den Selbstzweifeln und auch nicht seiner zunehmenden Kraftlosigkeit und Erschöpfung. König David, später Jesus und wie eben gehört auch Martin Niemöller und viele andere machten doch diese grundlegende Erfahrung im Glauben: Deine Güte, Gott, ist besser als Leben. Heißt das nicht auch, wenn wir uns in Wüstenzeiten mit Haut und Haaren, mit unserer Gegenwart und Zukunft Gott ganz überlassen, dann werden wir in solchen besonderen Zeiten auch besondere Glaubens- und Gotteserfahrungen machen können? Denn Jesus sagt: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus Johannes 7. Wir brauchen eine Sehnsuchtsperspektive. So drückte es in den letzten Tagen der bekannte Theologe und Psychotherapeut Matthias Grünewald aus, als er nach einer Überlebensstrategie für die Menschheit in der Pandemie gefragt wurde. Ich finde, der hat es echt auf den Punkt gebracht. Die Sehnsucht nach einer Quelle, nach lebenswichtigem Wasser des Lebens, die zeigt sich natürlich besonders auf Durststrecken. Die zeigt sich, wenn wir uns in der Wüste befinden, wenn alles auf das Wesentliche reduziert wird, wenn es ums Überleben geht, sowohl körperlich, seelisch, aber auch geistlich. Lasst uns deshalb als Christen, die ja eine Hoffnung haben, eine Hoffnung, die weiter reicht als bis zur nächsten Bekanntgabe der Verhaltensvorschriften und Lockerungen, lasst uns nicht vergessen, dass unser guter Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, mit uns geht auf allen unseren Wegen und dass er selbst und sein lebendiges Wort die Oase, die Erfrischung, die Quelle ist, an der wir auftanken können, um die nächste Strecke überstehen zu können. Ja, die Wüste lebt. Denn selbst in der Wüste bringt Gottes Liebe Wunderbares hervor. Und dabei, und ja, auch deshalb können wir auch unsere Mitmenschen ermutigen, sich auf diesen Gott, auf diesen guten Gott einzulassen. Und sie an unserem Vertrauen, an unserer Hoffnung Anteil nehmen zu lassen. Wie es Jesus ja sagt, wenn wir von diesem Wasser trinken, was er gibt, dann fließen von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers.
Denn nicht nur wir selbst, sondern gerade auch unsere Nächsten brauchen diese Sehnsuchtsperspektive. Eine Perspektive, die keine Fata Morgana ist, sondern ganz real erfahrbar und die einen Namen hat. Ich bin, der ich bin, dein Gott. Und ich bin auch der Herr dieser Zeit und der Herr deines Lebens. Vertraue mir. Amen. Lasst uns gemeinsam mit den Worten beten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geh hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und freuen uns, dass Sie mit dabei waren. Pflanzen mit ihrem guten Kern brauchen einen guten Untergrund, Licht, Wärme und Wasser. Und man hat fast den Eindruck, auch etwas Mut, um sich auf das Abenteuerleben einlassen zu können. Nehmen wir die Bilder aus der Predigt und dieses Bild der Kresse mit in die neue Woche. Ja, ob man dieses Experiment einmal zu Hause ausprobiert oder nicht, fest steht, Gott möchte dein erfrischendes Wasser sein. Er möchte es sogar an den trockensten Orten deines Lebens ausgießen. Er ist bei dir, auch und gerade in der Wüste. Es gibt jetzt wieder die Möglichkeit,
über Zoom am Gemeindecafé teilzunehmen. Wie das Ganze funktioniert, das erfahren Sie gleich in einem Erklärvideo. Wir werden uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen noch eine gesegnete Woche. Tschüss. Ein wichtiger Aspekt des Gottesdienstes ist die Begegnung nach dem Gottesdienst. Damit die Begegnung nicht ganz wegfällt, haben wir uns etwas ausgedacht, dass wir uns virtuell zusammenschalten können und mit zusammen beten, reden und quatschen können. Um mit dabei zu sein, braucht ihr eigentlich nur 2 Dinge. Das erste ist ein Kaffee, denn den Kaffee müsst ihr euch in unserer virtuellen Cafeteria leider selbst kochen. Für den technischen Aspekt braucht ihr einen von 3 Dingen. Entweder ihr nutzt euer Smartphone oder einen Laptop oder PC mit Kopfhörern und Mikrofon oder ihr wählt euch ganz einfach per Telefon ein. Den Link in unsere virtuelle Cafeteria findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr aber auch mit dem Smartphone oder mit eurem PC auf www.zoom.us/join und den Meeting-Code eingeben, der jetzt angezeigt wird. Für Zoom braucht ihr kein Konto erstellen und ihr müsst auch keine persönlichen Daten angeben. Hier seht ihr nochmal zusammengefasst die URL, die Meeting-ID und das Passwort. Wenn ihr kein Smartphone oder kein PC zur Verfügung habt oder euch das einfach zu kompliziert ist, könnt ihr euch auch einfach per Telefon zuwählen. Wählt einfach eine der 3 Telefonnummern und gebt dort den Meeting-Code und das Passwort an. Und schon seid ihr dabei. Also, lasst uns starten. Wir freuen uns, euch jetzt virtuell wiederzusehen.